Ich finde es seltsam. Minimalismus hat mich so inspiriert. Zurück zum Ursprung, das Führen eines einfacheren Lebens. Mehr Geld zur freien Verfügung, weniger Ballast. Diese romantische Vorstellung vom Tiny House oder der Hütte im Wald. Ich habe zielstrebig darauf hingearbeitet, meine Gegenstände gezählt, Challenges gemacht, gehen lassen, mich getrennt, meine Käufe eingeschränkt und mich erleichtert. Und es war ein wahnsinnig tolles Gefühl. Nicht nur weniger zu haben, auch weniger zu brauchen. Die Zahlen hatte ich immer genau im Blick. Wie viele Stifte besitze ich? Unterwäsche, Ladekabel. Dann haben wir die Wohnung aufgegeben, auf unbestimmte Zeit. Wir wussten, es wird wieder einen festen Wohnsitz geben, aber auf unbestimmte Zeit haben wir unser Basecamp im Keller meiner Schwiegereltern bezogen. Mein Mann fing an, für Chile zu arbeiten und ich habe meine Festanstellung gekündigt. Endlich frei. Freier geht's gar nicht. Und es war fantastisch. Ohne den Minimalismus hätten wir das so nicht geschafft. Die Vorstellung, ich hätte an all den Möbeln festgehalten, den Klamotten, den Autos. Es wäre eine organisatorisch reinste Katastrophe gewesen. Die Monate vergingen, der Winter kam und wir waren immer noch in Bayern. Das Visum kam und kam nicht und langsam war die Freiheit zur Normalität geworden. Und dann, an einem random Tag im Februar, kam endlich unser Visum. Weniger als 48 Stunden danach war dann schon der Abflug aus Deutschland. Ich hatte keine Zeit, noch irgendwelche Dinge aufzulisten, zu fotografieren, in Excel-Listen zu schreiben oder irgendwas dieser Art. 2 Koffer und ein Rucksack am Gewichtsmaximum. Und das war's. Angekommen im ersten Airbnb waren alle meine Dinge schnell in den Wandschränken verstaut. Es war Spätsommer und wir waren wenige Wochen mit Wärme vergönnt. Wir schwebten die ersten 2-3 Wochen wie in einer rosa Wolke. Man konnte sich noch nicht um die wirklich wichtigen Dinge kümmern, weil die Papiere noch gefehlt haben. Man kam auch noch ganz gut ohne richtig gutes Spanisch zurecht, weil wir nichts hatten, außer unsere neue Heimat zu Fuß zu erkunden. Mit dem Ende des Sommers kam die Kälte zurück in unser Leben. Und damit verblasste die romantisierte Maske des Minimalismus endgültig. Es fehlte an allem. An einer warmen Jacke, warmen Pullovern, vernünftigen Schuhen, einer Heizung, einem ergonomischen Schreibtisch, einem Zuhause, in dem man produktiv sein kann und es sich gemütlich machen kann. Wäsche waschen wurde zur ewigen Herausforderung. Täglich klapperte ich die Läden ab, in der Hoffnung, Kleingeld wechseln lassen zu können, für die schlecht funktionierenden Waschmaschinen im Keller. Als Minimalistin wollte ich nur kaufen, was mir wirklich gefällt. Am besten aus nachhaltiger Herstellung. Mir fehlten die Kenntnisse über die Angebote und ohne chilenisches Konto und festen Wohnsitz konnte ich keine Online-Käufe tätigen. Am Ende wurden es dann ein paar Notkäufe, für die ich mich richtig geschämt habe. Ich wollte so gerne mehr Energie in die Zubereitung meiner Lebensmittel stecken, aber die Grundausstattung in den Airbnbs ließ zu wünschen übrig. Uns fehlte die Infrastruktur, der Freundes- und Bekanntenkreis, die Sprachkenntnisse, die Wärme in den schlecht isolierten Häusern in Chile und der Winter fing gerade erst an. Er sollte lang und erbarmungslos werden. Im letzten Winter hat es in Chile viel mehr geregnet als in den letzten 5 Jahren davor. Es gab lange Kälteperioden und meine Gelenke schmerzten. Mit der eigenen Wohnung ging es dann ganz langsam bergauf. Auch wenn wir die ersten 2 Wochen bei 14 Grad innerhalb der Wohnung ausharren mussten. Keine Energie für DIYs, lange Erkundungstouren oder Motivation für irgendwas. Nebenbei hatten wir 3-mal wöchentlich Spanischunterricht plus Hausaufgaben und mussten einen riesen Haufen Papierkram erledigen, der uns alles abverlangte. Rückblickend betrachtet war es eine der härtesten Zeiten meines Lebens.
alles, was ich mir gewünscht habe, war endlich wieder ein kleines bisschen Komfort in meinem Leben zu haben. Nicht zu frieren, saubere Wäsche, genug Kleidung zum warm Anziehen und eine Küche, die mir gehört. Ein Geschirrspüler. Oh Mann, hab ich einen Geschirrspüler vermisst. Immer noch extrem fixiert darauf, nur das Nötigste zu kaufen, streiften wir durch die Läden und diskutierten jeden Kauf. Jede Pfanne, jedes Messer, jedes Geschirrtuch, jedes Kissen, Kleiderbügel, Seifenhalter, Zimmerlampen, Nachtkästchen, Schreibtischstühle, Staubsauger, Mülleimer, Grillzangen, Aufbewahrungsboxen, Essstäbchen, Biergläser, Mauspads. Brauchen wir das wirklich? Werden wir es benutzen? Reicht die Qualität unseren Ansprüchen? 3 oder 4 Monate lang verbrachten wir mindestens einen Tag der Woche im Einkaufszentrum. Immer auf der Suche nach der besten Kombination aus Preis, Leistung, Design und Nachhaltigkeit. Nach tausenden ausgegebenen Euros habe ich mich nicht mehr wie eine Minimalistin gefühlt. Aber es war mir auch egal. Ich war müde und ausgelaugt. Der ewige deutsche Perfektionsdrang. Es allen recht machen wollen. Die Kritik an meinen Käufen von Zuschauern im fernen Deutschland, die weder das Ladensortiment in Chile, noch unsere Bedürfnisse, noch die klimatischen Bedingungen hier kennen. Ich war müde. Und ich habe beschlossen, dass es mir egal ist. Zumindest für einen kurzen Moment. Nun, ein halbes Jahr später, stehe ich hier in unserer voll ausgestatteten Wohnung und mit mehr Dingen, als ich dachte, dass wir benötigen. Aber ich bin im Reinen mit mir. Ich kann von mir selbst behaupten, dass es keinen Gegenstand gibt, den wir nicht benutzt haben oder regelmäßig benutzen. Es gab bei Hunderten von kleinen Dingen nur ca. 5 Fehlkäufe. Und die auch nur, weil die Qualität schlechter war, als wir auf den ersten Blick sehen konnten. Mein Leben hat nun andere Bedürfnisse. Ich mache um ein Vielfaches mehr Sport, ich habe begonnen, in den Anden zu wandern, Inlineskates zu fahren, viele Freunde gleichzeitig zu bewirtschaften und ich habe endlich angefangen zu malen. All diese Aktivitäten machen mein Leben jede Woche reicher und wertvoller. Alle diese Aktivitäten benötigen aber auch eine Vielzahl an Gegenständen, um zu funktionieren. Mehr Kleidung, spezielle Stiefel, mehr Gläser oder Besteck, Protektoren, Pinsel und Schwämme. Bin ich nun weniger eine Minimalistin als vorher, nur weil ich mehr Hobbys habe? Vermutlich nicht. Bin ich weniger eine Minimalistin als vorher, weil ich gemerkt habe, dass ich Komfort in meinem Leben brauche? Vielleicht. Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist der Minimalismus nach wie vor eines der wertvollsten Werkzeuge, um ein freies und flexibles Leben zu führen. Auch wenn ich ihn nicht mehr zu extrem lebe. Und inzwischen bin ich der Meinung, dass man das auch nicht muss.